Jetzt zeigen wir mal euch, wie man im Golf 7 eine geile Navi nachrüstet. Und zwar von Alpine aus der Style-Serie mit 9 Zoll und Hochglanz-Display. Das schaut echt geil aus und das bauen wir jetzt zusammen ein. Und ich zeige euch ja dann, wie es funktioniert. Die Zusammenfassung über alle notwendigen Informationen zu deinem Auto, ob das jetzt Videos sind, Bilder oder eben auch die Produkte, welche in dein Auto speziell passen, findest du unter Finde alles für dein Auto auf unserer Webseite ars24.com. Wenn der Postbote kommt, dann kriegt er so einen Karton geliefert, wo dann das ganze Equipment drin ist. Wir haben das bereits für euch alles ausgepackt. Wir haben jetzt hier zum einen natürlich den Golf 7 Rahmen, wo im Prinzip jetzt die Originalverblendung ausgetauscht wird mit dem hier, wo die ganzen Tasten bereits schon integriert sind. Hier ist der riesengroße 9 Zoll Bildschirm. Dann haben wir die eigentliche Einheit für das Ganze. Das heißt, hier ist dann die ganze Elektronik drin. Das kommt dann alles dahinter montiert. Entsprechend haben wir dann hier unsere Einbau-Montageteile, um die ganzen Sachen richtig und fest zu integrieren. Dann haben wir im Lieferumfang eine GPS-Antenne mit dabei. Wir haben ein CAN-Bus-Modul mit dabei und entsprechend verschiedene andere Anschlüsse, wo man dann auch die Rückfahrkamera und die anderen optionalen Teile noch mit dranhängen kann. Hier Mikrofonanschluss und so weiter. Und wir haben das komplette Antennenset mit dabei, um optimal die DAB-Antenne zu nutzen und die Adaptionen auf die FM-Antenne zu nutzen. Und das Ganze bauen wir jetzt ein, weil in der Bedienungsanleitung bzw. Installationsanleitung liegt auch ein hervorragend bebildertes Material mit dabei, dass man weiß, jede Schraube einzeln wie wegzumachen. Aber das machen wir ja jetzt zusammen und bauen jetzt Stück für Stück das Fahrzeug an den Stellen auseinander und integrieren unsere neue Alpine Style Navi. Im Golf 7 hätten wir rein theoretisch auch die Möglichkeit, ein normales Doppeldien-Universal-Autoradio einzubauen. Da bräuchten wir dann die passende Doppeldien-Radioblende und wir bräuchten auch noch einen Lenkrad-Informationsadapter und einen entsprechenden Antennenanschluss. All diese 3 Sachen findet ihr als Link im Videobeschreibungstext drin. Meines Erachtens ist die Variante aber relativ uninteressant, weil sie sehr teuer ausfällt, überhaupt erstmal den Golf 7 so umzurüsten mit diesen Teilen, damit ein universelles Gerät eingebaut werden kann. Wir haben ja hier mit Alpine Style, was wir jetzt in den Golf hier einbauen, bereits eine vorgefertigte Variante, wo über alle Thematiken vom Golf 7 bereits Alpine oder der entsprechende Hersteller, wie auch Pioneer oder Scenic oder ESX, sich schon einen Kopf gemacht hat und alles schon vorbereitet hat. In diesem dunklen Golf 7 haben wir jetzt keine Vorbereitung von VW für ein Mikrofon, weil wir eben kein Bluetooth-Autoradio installiert hatten. Wir haben keinen DVD-Player im Handschuhfach drin und wir haben als Antennenanschluss einen Single-Fagra-Antennenanschluss. Jeder, der so einen Golf fährt, der kann sich jetzt gern dieses Video hier reinziehen, weil das ist genau die Voraussetzung dafür. Für jeden, der eben einen DVD-Player im Handschuhfach hat, einen Doppel-Fagra im Radioschacht vorfindet und bereits ein Bluetooth-Autoradio integriert hatte, der kann unser Video über den weißen Golf 7 anschauen, weil das sind die entsprechenden Voraussetzungen in diesem Golf. Das erste Drum, was wir entfernen müssen, ist die Warnsignalleuchte. Die können wir hier entnehmen, abstecken und auf die Seite tun. Als zweites entriegeln wir das hier und können die Blende hier einfach rausklippen. So, auf die Seite damit. Und jetzt kommt die große Blende dran. Und die kann man hier wegnehmen. Von unten langsam lösen und mit entsprechendem Werkzeug bis oben hin rausnehmen. So, und gleich haben wir es. So, und die Blende einmal komplett raus aus dem Auto. Jetzt brauchen wir 4 Auswurfhebel, die typischen, und die kann man jetzt hier oben da steht eine 2 mit dran, hier mit reinfahren. Das sind also die innenliegenden und unten gibt es eben bloß noch einen. So, und das Ding können wir jetzt rausnehmen.
Den Quadlock-Anschluss, den können wir entsprechend lösen. Hier den Clip nach oben und dann kann man den drücken und rausziehen. Also wenn man es draußen hat, sieht man schon, das ist kein normales Doppel-DIN-Gerät oder irgendwie sowas, sondern es ist jetzt hier mit einem Ein-DIN-Ansatz hinten dran und so ähnlich wird das von Alpine jetzt auch gleich ausschauen. Wir haben hier in dem Fahrzeug jetzt den Quadlock-Anschluss direkt hier an der Steuereinheit gehabt und haben somit jetzt hier auch laut Anleitung das Composition Touch bzw. Composition Color, das nämlich so ausschaut wie hier bei der Abbildung 13b. Wer 13a hat, also praktisch nur diese zwei Anschlüsse, der hat dann hier im Handschuhfach zusätzlich noch sein CD-Laufwerk und hat die ganze Steuereinheit hier drin. Das heißt, da wäre dann der Quadlock-Stecker hier zu finden und hier ist nur der Anschluss von dem Monitor gewesen. Für alle, die eben dieses System drin haben, machen wir jetzt noch zusätzlich das Handschuhfach raus und zeige euch, wie das geht, dass man eben das auch beieinander hat. Wir könnten jetzt hier allerdings schon sagen, ach, wenn ich das CD-Laufwerk von Alpine nicht brauche, was ich jetzt in dem Fall hier machen, wir bauen das gar nicht erst ein. Es gibt das zusätzliche CD-Fach oder CD-Laufwerk, wo man hier mit integrieren kann. Das lassen wir weg. Aber für alle, die eben das Laufwerk drin haben und auch Laufwerk reinmachen wollen, machen wir jetzt mal das Handschuhfach auch raus, damit man sieht, wie das Ganze funktioniert. Wir haben jetzt insgesamt 3 Schrauben ganz oben. Und zwar sind das Torx. Eine Schraube befindet sich in dem Schacht ganz hinten drin. Die muss auch noch raus. So. Jetzt haben wir noch 2 Schrauben, eine links unten und eine rechts unten. Die muss auch noch raus. Eine Schraube haben wir hier noch am Radioschacht dran. Der hält nachher diese Seitenwange. So, da muss nämlich das nochmal weg. So, okay, und schon haben wir das Seitenteil jetzt auch in der Hand. Und jetzt haben wir nur noch ein Teil und das muss jetzt auch noch weg. So, das brauchen wir gar nicht großartig wegmachen. Die Schraube lösen. Können wir das irgendwie erstmal wieder da hin tun. Und jetzt können wir das Handschuhfach rausnehmen. Und hier müssen wir noch eine Verbindung lösen, einen kleinen Schalter von der Innenraumleuchte. So, einmal. Und dann haben wir noch den Schlauch hier von der Kühlung. Und den kann man einfach abziehen. Und da unten haben wir nochmal einen Stecker, den wir auch abstecken können. So, was haben wir jetzt noch? Da unten kommt noch die Fußraumbeleuchtung raus. Die kann man einfach auf die Seite legen. So, und jetzt haben wir unser ganzes Handschuhfach in der Hand. In diesem Golf ist ja jetzt die Variante so, dass der Quadlock-Stecker bereits hier am Schacht war. Für alle, die jetzt das andere Infotainment-System gehabt haben, wo der Quadlock-Stecker hier bei dem Laufwerk war, muss das Ganze, der Stecker der Quadlock und der Antennenstecker hier linksbündig rein, weil wir kommen jetzt dann mit einem Anschlussadapter, der dann auch für den CAN-Bus und so weiter zuständig ist und kommt hier drauf. Der muss ja jetzt hier eingesteckt werden. So, hier haben wir den schon, wo wir brauchen. Und bei den anderen Fahrzeugen wäre der dann einfach hier durchlegbar, was jetzt in dem Zustand hier überhaupt gar kein Problem ist. Jetzt muss die Lüftereinheit gewechselt werden vom Originalanschluss auf unseren nachgerüsteten Anschluss. Und dazu müssen die Clips hier entsprechend aufgemacht werden und das Teil hier entfernt werden. So. Jetzt haben wir das Baby hier und jetzt muss das wieder hier drauf adaptiert werden. Damit es danach auch noch genauso hübsch ausschaut wie vorher, muss der Aluminiumrahmen hier genauso rausgenommen werden. So. Und kommt natürlich im Alpine-Rahmen wieder mit rein. Der Aluminiumrahmen ist von hinten angelehnt und jetzt kommt unsere Lüftereinheit wieder drauf.
So, Stück für Stück rein, genau. Drin, alles drin. So, neue Lüftungsschächte, nein, alte Lüftungsschächte mit neuem Alpine-Style-Rahmen. Unser Golf hatte vorher keine Navi drin, also war auch keine GPS-Antenne bis jetzt verbaut. Wir verbauen jetzt die beiliegende GPS-Antenne, wo im Set mit dabei liegt, hinter dem Kombi-Instrument. Und das bauen wir jetzt mal alles auseinander. Jeder, der eine GPS-Antenne schon drin hat, also für alle, die eben eine so eine Shark-Antenne auf dem Dach drauf haben oder eben vorher eine Navi zumindest mal drin gehabt haben und einen Navi-Antennenanschluss schon haben. Für den gibt es hier eine Adaption, der nennt sich XFAC-MGT5, also hier XFAC-MGT5 und der kann dann praktisch hier einfach die Adaption reinmachen und die Antenne einfach so wieder anstecken. Braucht sich also somit keine neue GPS-Antenne einbauen. Seitenteil wegmachen. Wieder mit unserem Entriegler. So, haben wir den schon da. So, kommt schon. Das ganze Ding hier raus. Jawohl. So, und schauen wir unseren linken Lüftungskanal weg. Und jetzt können wir das gute Stück hier wegmachen. So. So, und jetzt haben wir da unten noch das Ding. Okay. Jetzt haben wir mal die Blende hier weg. Können wir mal vorsichtig da oben drauflegen. So, und jetzt haben wir unser Kombi-Instrument mit 2 Schrauben hier unten drin. Lenkrad ganz nach unten, habe ich vorhin schon vergessen, da würden wir uns leichter tun. So, und jetzt können wir hier unten drin 2 Torx lösen und damit ist das ganze Kombi-Instrument fixiert. Nummer 2. So, und nun, so haben wir jetzt unser Cockpit und das können wir hier auch lösen. Klick auf die Seite und jetzt haben wir ein ganz toll zugängliches Armaturenbrett für unsere GPS-Antenne. Jetzt brauchen wir die Metallplatte, wo wir nachher mit dem doppelseitigen Klebeband hier da entsprechend reinkleben und auf die kleben wir nachher unsere GPS-Maus drauf, damit die nachher fest ist. So weit wie möglich links vorne. Also hier, so ich mache das mal ein bisschen fest hier. Es kommt tatsächlich nur auf diesen Schaumgummi oder auf dieses Material hier drauf. Nun von der GPS-Antenne ebenfalls die Schutzfolie wegmachen und genau da draufkleben. So, und jetzt können wir das Kabel hier durchziehen bis zum Radioschacht. So, wunderbar, da kann nichts mehr weg. Und jetzt das Ganze hier noch rüber. Schön hinten rein lang. Dann kriegen wir das Kabel bestimmt gleich zu fassen. So. Voilà. Alles hier. Und dann können wir das Kombi-Instrument auch schon wieder reinbauen. Hätten wir vorhin nicht gleich die Blende weggemacht, sondern gleich die 2 Schrauben unten dran gelöst, hätte man das natürlich auch alles in einem wegnehmen können. Genauso wie wir es jetzt auch wieder reinmontieren. Also das geht an der Stelle ein bisschen einfacher wie am Anfang gezeigt. Damit Kabel nicht unnötig rumhängen, tun wir auch das GPS-Kabel ein bisschen gleich zusammenfassen. Hier zusammenlegen und zusammenbinden und ganz hinten rein, damit das alles von der Bildfläche schon verschwindet, damit wir gar nicht so ein Kabelgewirr haben. So. Für alle, die den USB-Anschluss direkt hier in dem Ablagefach an der Seite mit drin haben, da gibt es dann die Adaption hier, die liegt im Lieferumfang mit dabei, um den USB-Anschluss weiterhin nutzen zu können. Für alle, die da unten keinen Anschluss drin haben, gibt es einen Zusatzartikel, der nennt sich KCE USB 3. Und da können wir dann einfach an der gleichen Stelle den USB-Anschluss ergänzen. Und dazu müssen wir den Aschenbecher, also Aschenbecher ist kein Aschenbecher, das ist ein Ablagefach, hier rausnehmen. Dazu kann man das hier entriegeln, so unten rein. Und von der anderen Seite auch gleich nochmal unten rein. So, und jetzt können wir das Fach hier rausnehmen und von hinten dementsprechend bearbeiten. Wie das funktioniert, zeige ich euch an der Werkbank. Der KCE USB 3 ist als Universalstück gedacht.
dass man das so anstecken kann und wo auch immer montieren kann und hat hier den USB-Anschluss, der wäre hier mit 2 Schrauben festzumachen. Was wir machen, weil das funktioniert jetzt hier nicht wirklich, hier das einzubauen, da würde die Kabelführung irgendwie blöd ausschauen, man kommt auch nicht richtig an das Drum hin. Zum Verschrauben ist es alles andere als wirklich gut. Hätte ich jetzt gesagt, wir machen das ganze Stück hier raus und machen automatisch nur ein Loch da rein in dieses Plastikteil und versenken den direkt richtig schön plan auf dem Original Plastikteil drauf. So, einmal USB-Anschluss im Handschuhfach, also im Ablagefach. Jetzt kommt das Ablagefach wieder rein. USB-Kabel nach oben durchziehen. So, und dann können wir auch das restliche USB-Kabel hier unten wieder zusammenfassen und gleich hier unten verbringen, weil das ist dann doch 1,50 Meter anstatt bloß 30 cm. Und rein damit, das passt nämlich wunderbar da unten rein. So, klick, fertig, alles gut. Mit im Lieferumfang vom Alpine Style Gerät für den Golf 7 liegt auch der Antennensplitter für DAB-Empfang mit dabei. Und wir haben jetzt hier verschiedene Möglichkeiten beim Golf 7, ob das jetzt ein Doppelfakra-Antennenanschluss hat oder eben nur ein Single. Wir haben jetzt hier nur einen Single-Anschluss. Der zweite Fakra-Anschluss, also hier unser Anschluss hier, der ist tot, der ist gar nicht belegt. Es gibt aber genügend Modelle, die haben jetzt praktisch hier ein zweites Kabel tatsächlich dran von Werk ab. Und da könnte man dann das Antennenstück, also unsere neuen Anschlüsse, hier einfach anschließen. Halt, Moment, da habe ich den falschen, so rum. So, wenn ich den jetzt hier drauf mache, dann habe ich meinen neuen Fakra-Anschluss für UKW und meinen neuen DAB-Anschluss. Das Ganze muss jetzt noch über die Remote-Leitung Strom bekommen, damit die Originalantenne vom Golf wieder entsprechend mit Strom versorgt wird. Wir haben aber jetzt hier an der Stelle ein klitzekleine Änderung, weil es ist nämlich jetzt so, dass das Kabel direkt unser FM-Anschluss eigentlich ist. So, den brauchen wir aber erstmal hier in unseren Splitter rein. Das heißt, wir müssen das Kabel umdrehen. Dazu gibt es dann hier die Möglichkeit, den Verriegler hier mal rauszumachen. Und jetzt können wir die 2 Kabel miteinander vertauschen, weil wir eben nur einen Anschluss in dem Fahrzeug drin haben. Also für alle, die 2 haben, brauchen das nicht machen. Jetzt nehmen wir den hier raus, machen den hier drüben rein und den hier rein und vertauschen die 2 somit. Machen wir die wieder zu und den Verriegler wieder drauf. Wie kommt der nochmal drauf? So. Und jetzt haben wir den, der die Antenne abgreift. Also hier unseren Antennenanschluss vom Fahrzeug. Geht jetzt erstmal in den Splitter hier rein als Input. Und jetzt habe ich einen neuen DAB-Anschluss und habe auf meinem Anschluss hier den UKW-Anschluss, der jetzt praktisch hier von der ursprünglichen UKW-Antenne kommt, wieder an meinem Alpine Style Gerät dran. Damit dieser Splitter richtig funktioniert, müssen wir dem Fahrzeug jetzt erstmal sagen, du darfst auch DAB empfangen, weil wir haben in der Heckklappe, da wo die Antenne sich auch befindet, kleine Frequenzweichen drin, die jetzt aktuell nur FM durchlässt. Das heißt, wir müssen hier das Ding auch nochmal austauschen, damit der FM und DAB durchlässt. Gehen wir mal an die Heckklappe dran. Ganz wichtig jetzt unser Kunststoffkeil, mit dem wir hier gemütlich reinfahren können und erstmal mit den Fingern hier hinten reingehen können. Und jetzt das Ganze entklippen. So, haben wir schon alles in der Hand. Und jetzt müssen wir genau dieses Teil abstecken. Das ist wieder so ein ockerfarbener Stecker hier. Und dahinter verbirgt sich noch eine Schraube. Okay, müssen wir das auch noch wegmachen. So, jetzt haben wir alles weg. Und jetzt können wir hier drinnen noch Stecker rausmachen und das wechseln.
So, raus damit und den anderen neuen rein. Der passt genau. So, festmachen. So, Stecker wieder rein. Das ist alles passgenau bei dem ganzen Zubehör und jetzt bauen wir alles wieder zusammen. Für jeden, der jetzt original schon eine Bluetooth-Freisprechanlage drin gehabt hat, also hier ein Mikrofon bereits installiert, das ist das Erkennungszeichen Bluetooth-Freisprechanlage, weil ohne Freisprechen halt kein Mikrofon oder ohne Mikrofon kein Freisprechen. Die können jetzt ganz normal diesen Anschluss nehmen, hier drauf adaptieren und brauchen sich über das Mikrofon schon gar keinen Kopf mehr machen, weil das jetzt hier automatisch das originale Mikrofon von VW mit integriert. Wir haben hier in dem Fahrzeug jetzt keine Bluetooth-Freisprechanlage drin gehabt, haben auch somit hier auf dieser Belegung überhaupt kein Kabel drauf, wo das Mikrofon überhaupt hätte angeschlossen werden können. Also wer kein Mikrofon drin hat, der braucht zusätzlich mal die Bestellnummer KWE-901 G7 MIG. Und das ist praktisch bloß die Vorbereitung, dass wir hier überhaupt das originale Mikrofon anschließen können. Und muss das originale Mikrofon von VW nachrüsten und bitte kein anderes, weil die Abstimmung von den elektronischen Werten so gemacht sind, dass sie für das Originalmikrofon sind. Die Bestellnummer für das Originalmikrofon bei VW heißt 3B0035 711BB41. Kostet roundabout 30 €. Wir bauen jetzt die Metallteile so zusammen, damit jetzt die Basiseinheit mit dem Monitor verbaut wird und gesamt nachher wieder im Fahrzeug installiert werden kann. Jetzt wird der Montagerahmen vom Monitor so hingemacht, Alpine, das Zeichen muss oben stehen. Und das Ganze jetzt hier drauf, so von hinten mit den Schrauben festmachen. So, jetzt haben wir das miteinander verschraubt und jetzt können wir auch schauen, welche Stecker hier noch dran müssen. Jetzt können wir nämlich den braunen Stecker hier mit einführen. So, einmal. Und dann haben wir noch in unserem Kabelbaum, der hier, auch ein bisschen auseinander machen, haben wir noch den Stecker hier mit dran, der hier unten reinpasst. So, mal dran. Und jetzt können wir unsere Kabel mal so hängen. Ich lasse jetzt mal so hängen, weil jetzt verschrauben wir mit unseren restlichen 4 Schrauben den Monitor mit der Einheit hier. Das ist in den Führungsteile drin. So, die machen wir jetzt mal zusammen. So. Okay, jetzt haben wir das montiert und jetzt müssen wir natürlich die Kabel so führen, dass der Rest mal mit angeschlossen gehört. Und jetzt haben wir zum einen mal das Kabel hier, das gehört hier mit rein. Und jetzt haben wir noch diesen Anschluss, der ist da unten, das ist unser Hauptstromanschluss. Und jetzt haben wir die Kabel hier mal so ein bisschen rumhängen. Ich denke, das lässt sich fast gar nicht vermeiden hier. Im schlimmsten Fall können wir hier ein bisschen Bitumen drauf machen, damit das nicht zum Klappern anfängt. Aber ich würde das fast so liegen lassen, weil da hinten befestigen, wie hier in der Anleitung drin, das funktioniert so nicht. Jetzt fehlt noch der Anschluss für die Bedienung der Tasten außenrum noch. Das heißt, wir haben ja hier noch unsere Bedientasten und die haben entsprechend Schalter bzw. Anschlussstecker. Und die müssen ja nachher angesteckt werden. Jetzt legen wir die Stecker so rum rein, wie sie richtig rumgehören. So, da haben wir nämlich den Anschluss hier. Einmal. Das ist der rechte, der muss rechts rauskommen, der kommt nämlich nachher hier rein. So. Und jetzt haben wir noch die Verbindung zwischen dem rechten und linken Anschluss. Das ist einfach nur das Kabel, was hier zwischendurch geht. Und das legen wir genauso rein. Und die Kabel, die machen wir da mit einem Kabelbinder, der auch im Set mit drin liegt, noch fest. Wir haben alles angeschlossen soweit.
und können jetzt im Auto, wir haben jetzt hier noch einen HDMI-Anschluss, wer den eben installieren möchte und vielleicht ins Handschuhfach legen oder sowas. Da gibt es dann noch den HDMI-Verriegler. Den brauchen wir jetzt in dem Fall nicht, wir schließen das gar nicht an. So, und den Rest packen wir jetzt ins Auto rein. Wir haben hier noch einen Anschluss, der gehört noch daher. Wer jetzt noch zusätzlich eine externe Endstufe installieren mag, weil er eine Soundanlage reinbaut, der braucht zwingend nochmal das KTX Pre 1. Das ist der Vorverstärkerausgang, der eben separat angesteckt wird, hier auf diesem Steckplatz. Wir kümmern uns jetzt aktuell nicht drum, wegen Endstufen, weil wir uns jetzt nur aufs Radio konzentrieren. Deswegen lassen wir den jetzt erstmal weg. Aber wir bauen natürlich irgendwann eine Anlage ein und da brauchen wir dann diesen Stecker. So, und jetzt machen wir das Radio rein. Schließen wir den mal alles an. Quadlock. Dann haben wir nachher unseren USB und GPS. Dann haben wir das Antennenkabel. Das Antennenkabel können wir jetzt auch andocken. Das haben wir hier. So. Und unser DAB-Kabel. So, was haben wir jetzt noch vergessen? Unseren Remote-Anschluss für den Antennensplitter. Der verbirgt sich hier. Das ist ein blaues Kabel, da können wir das Gegenstück drauf machen und drauf quetschen und können die direkt miteinander zusammen machen. So. Und drauf. Gott. Dann sind wir damit auch versorgt und jetzt gilt es eigentlich nur noch, alle Kabel hinten ordentlich reinzulegen, damit wir jetzt beim Einführen von dem ganzen Gerät keine Probleme kriegen. So, und das machen wir alles da zur Seite hin. Okay, hier DAB-Antenne. So, GPS-Antenne. Die zwei Teile, jetzt schauen wir mal uns das Ganze mal an, wie das überhaupt mal ausschaut. Das gehört ja hier vor. Das kann hier oben drauf liegen bleiben. So. CAN-Bus tut sich rüber. Dann müsste das jetzt so rein, das da raus. So, ich glaube, jetzt sind wir gar nicht mal so weit davon entfernt, das da drin zu haben. So. So schaut das aus. Zu guter Letzt bauen wir jetzt natürlich die Verblendung hier mit drauf. Da wird jetzt alles angesteckt. Die Stecker gehen gar nicht anders rein, als so wie sie gehören. Und jetzt die Kabel da hinten ein bisschen mit reinführen. Da oben die Kabel wieder zurück. Hier rein. So, und jetzt die Kabel nach hinten einführen. Und jetzt sachte nach hinten. Schaut doch gar nicht mal so schlecht aus. Jetzt haben wir noch unseren Stecker. So, der gehört so rum rein. Drehen wir uns so rum. So, klack. Gut. So, einmal anschalten bitte. So, dann haben wir schon ein tolles, stylisches Logo hier auf dem Display drauf. Und jetzt liest er unseren USB-Stick gleich mal. Und jetzt können wir mal ganz grob angehen. Wir haben hier eine Navi-Taste, wir haben eine Audio-Taste, das sind meine Medien. Und zwar das Medium, was ich gewählt habe. Wir haben ja hier die Menü-Taste und bei der Menü-Taste werden mir alle Medien angezeigt, die mir jetzt zur Verfügung stehen. Eben wie Bluetooth Audio, weil ich eben mit dem Handy schon verbunden bin. Und ich habe ein AUX-In, ich habe ein USB, ich kann umschalten zwischen DAB und UKW. Gehen wir mal auf DAB drauf. So, und jetzt habe ich hier meine Senderspeicher. Die kann ich mir auch ausblenden lassen und könnte mir jetzt meine ganze Liste anzeigen lassen, was es denn alles so gibt. Und da kann ich mich einfach mal hier irgendwas auswählen. Was weiß ich, nehme mal DLF Kultur. So.
Und wenn ich das jetzt abspeichern mag, DLF Kultur, habe ich hier an der Seite meine Speicher und sage jetzt zum Beispiel auf 12, habe ich nochmal einen, ja klar, 13, einfach, wie man es so kennt bei alten Radios, einfach abspeichern, fertig, dann habe ich den schon drauf. Und kann jetzt hier zum Beispiel Energy wählen und könnte mir auch mit meinem Favoriten-Button hier Energy direkt auf meine Favoriten drauflegen. Und dafür haben wir extra die Favoriten-Taste. Und jetzt habe ich hier meinen DAB Energy oder eben Schlagerparadies oder mein USB-Stick. Ich kann hier verschiedenste Sachen auswählen, sogar meine meistgewählten Telefonnummern oder sowas kann ich mir direkt drauf wählen. Oder hier auch navigieren zu mir nach Hause oder hier ins Geschäft zurück. Kann mir alles über die Favoriten hier reinpacken. Kann die auch bearbeiten und kann auch sagen, nee, das DAB-Antenne Bayer nehmen wir weg, das nehmen wir raus, mach was anderes dafür rein und kann hier dementsprechend meine Favoriten bearbeiten. Ihr könnt hier also auch Favoriten mehr als diese 9 abgebildeten auf Seite 2 mit drauf machen. Das ist erweiterbar, also ich denke, das langt auf jeden Fall aus, um die ganzen Favoriten, wo man so braucht, abzulegen. Wir haben extra eine Telefontaste für das Telefonieren, auch für meine ganzen Kontakte, und da kann ich jetzt auch in meinem Telefonbuch gleich sagen, zeig mir alles mit L an. Oder eben auch direkt die Suchfunktion einschalten, um zu sagen, ich suche ARS. Und dann holt ihr mir die Buchstaben direkt rein. Und da habe ich jetzt zum Beispiel ARS gleich direkt als Kontakt, als Favorit schon hinterlegt. Oder ich könnte jetzt direkt anrufen und telefonieren. Und habe hier auch immer die Teilnehmer, Lautstärke und so weiter, alles gleich mit drauf. Mikrofon, Empfindlichkeit, wir legen jetzt mal hier nochmal auf. Ich habe im Telefon natürlich auch eine Anrufliste für meine gewählten Rufnummern oder eben ganz normal die Tastenkombination, wenn ich jetzt hier wähle 08331 99 0300 und anrufen. Los geht's. Was ich wirklich geil finde, das ist die Schnellfunktion. Das heißt, hier habe ich meine Übersicht, wenn ich einfach reinslide, meine Medien oder meine abgespeicherten Sender. Ich kann hier in meine Einstellungen reingehen, Kfz-Infos abrufen oder auf meine Kamera gehen. Oder wenn ich von oben reinslide, dann kann ich auf mein Soundmenü zugreifen und kann direkt Fader und den Subwoofer-Level abändern, Bass plus minus machen. Oder dann eben im Menü direkt in die Einstellungen reingehen, um dann tatsächlich die Soundeinstellungen ganz explizit anzugehen, eben mit meinem Subwoofer-Pegel oder eben auch die Frequenzweichen hier einzustellen, was hier schon alles eingestellt ist, oder dann eben unseren Equalizer oder eben sogar eine Laufzeitkorrektur, die ja hier auch mit eingebaut ist, alles komplett mit einzustellen. Im normalen Radiobetrieb oder welches Medium ich auch immer als Musik anhöre, kann ich mir einen Splitscreen machen und kann mir meine Navi in der zweiten Bildschirmhälfte anzeigen und beides ist noch groß genug zu lesen. Das ist natürlich eine coole Geschichte. Oder ich schalte direkt auf die Navi um und habe das als Vollbildschirm drauf und kann dann eben navigieren. Sehr schön ist auch das Einblenden der Funktionen von meinem Kfz hier auf diesem Bildschirm. Sobald ich hier die Temperatur einstelle, wird mir das hier alles angezeigt. Hier habe ich meinen Lüfter von der Intensität. Ich habe meine Sitzheizung, die mir hiermit geregelt wird. Und was haben wir denn noch? Wir haben noch unsere Kfz-Infos. Das heißt, hier kann ich jetzt auch meine Parksensoren abrufen oder eben die Kfz-Einstellungen machen, die ich an meinem originalen VW-Radio hätte machen können. Bleibt mir also nichts verwehrt, alles ist nach wie vor da und bedienbar. Ich kann jetzt in mein Bluetooth-Audio-Menü gehen für das Handy, wo ich eben gerade gekoppelt habe, oder eben auch hier auswählen in meinem Klangmenü, mit welchem Gerät grundsätzlich mein Alpine Navi rauswählen soll. Hier kann ich auswählen, eben bis zu 5 verschiedene Handys anmelden und meine Priorität wählen. Oder eben meine Liste für die Bluetooth-Geräte auswählen und welches Gerät überhaupt fähig ist, die Freisprechanlage zu nutzen und welchen Musikspeicher ich jetzt eben nutzen mag. Damit schalte ich den um und kann entsprechend dann die Musik vom Moritz seinem Handy zum Beispiel wählen und fertig, dann läuft nämlich das hier. So, auf unserem USB-Stick können wir hier
die Songs entsprechend anwählen, die jetzt so direkt drauf sind, oder hier in den Ordner reinspringen und den dann eben auswählen. Halt hier so draufklicken. So, und sobald ich jetzt hier einen Track auswähle, übernimmt der den auch so rein, dass ich jetzt in meiner Ordneransicht hier drin bin. Und wenn ich den Ordner wieder wechseln mag, gehe ich einfach hier wieder einen Schritt zurück und kann mir dann eben hier meine anderen Songs anwählen. Und jetzt ist er auch automatisch wieder in der ersten Ebene drin. Selbstverständlich gehen auch unsere Lenkradtasten soweit wieder mit laut und leise und kann hier das Ganze mit steuern. Ich kann auch vor und zurück zappen, entweder meine Senderwahl oder den Ordner oder was weiß ich was. Und ich kann auch die Telefontaste nutzen, für das Gespräch anzunehmen, wenn ich einen Anruf reinbekomme. Schaut das Gerät geil aus oder schaut es geil aus? Ja, da gibt es gar keine Alternative. 9 Zoll Display in der Größenordnung ist wirklich der Hammer. Und ja, jetzt, was haben wir denn jetzt alles drin? Wir haben eigentlich wir haben Bluetooth, wir haben USB-Anschluss, wir haben HDMI-Anschluss, wir haben Navigation mit drin, Audio-Streaming, also wir können Endstufen anschließen und die Bedienung und so weiter, alles übers Lenkrad läuft ganz genauso cool mit wie vorher. Das läuft alles automatisch. Wir werden da noch eine Rückfahrkamera dran auch noch mit anschließen, die wir original von VW holen und dann nochmal ein extra Video drüber machen. Aber an sich sind wir jetzt so weit, dass wir sagen, okay, cool, alles läuft schon. Und ich hoffe, ihr stimmt mir zu, dass es echt eine coole Geschichte ist von Alpine. Danke fürs Zuschauen. Wie immer freuen wir uns natürlich über Abonnenten, die es werden wollen. Also das heißt, hier nochmal bitte kurz abonnieren, wer es noch nicht gemacht hat. Und hier könnt ihr euch nochmal 2 Videos auswählen, mit denen ihr jetzt euren Abend noch verbringt.